Wir hoffen, dass du keinen schwachen Magen hast, da wir uns nun die 20 ekeligsten Dinge ansehen, die Leute jemals in ihrem Essen gefunden haben. Nummer 20. Frosch in gefrorenem Gemüse. Im Jahr 2010 kaufte die Hoffman-Familie aus Grand Ledge, Michigan, gefrorenes Gemüse in deren örtlichen Supermarkt. Sie waren schockiert, als sie im Inneren des Beutels einen Frosch fanden, welcher vollständig gefroren war. Die Familie versuchte die FDA zu kontaktieren, um ihnen davon zu berichten. Dann kontaktierten sie einen örtlichen Kolumnisten, der die Mayer Supermarktkette erreichte. Mayer stellte nachträglich einen Rückruf für das gefrorene Gemüse aus. Nummer 19. Maus in gebackenen Bohnen. Im Dezember 2011 wurde die beliebte UK-Lebensmittelkette Sainsbury mit ungefähr $12.000 bestraft, nachdem einer ihrer Kunden eine Maus in einer Dose abgepackten gebackenen Bohnen fand. Bohnenstärke wurde im Magen des Nagetiers während der Untersuchung gefunden. Nummer 18. Schwarze Witwe. Schwarze Witwen gehören zu den gefährlichsten Spinnen der Welt. Die Weibchen dieser Spezies haben ein starkes Gift, welches Nervengift enthält und Muskelkrämpfe, Schwindel, Übelkeit und sogar den Tod hervorrufen kann. Der letzte Ort, an dem du ein solches unheimliches Kriechtier erwartest, ist im Essen. Leider ist dies genau das, was dem in Boston lebenden George Fuentes passierte. Er fand eine schwarze Witwe in einem Traubensack, den er in einem Supermarkt gekauft hat. Glücklicherweise schaffte er es rechtzeitig, eine Begegnung mit dem unverletzten Spinnentier zu vermeiden. Nummer 17. Rasierer. Die einzige Gefahr, die Eiscreme darstellen sollte, ist davon krank zu werden, nämlich wenn man zu viel davon hat. Dies war nicht der Fall für Stephanie Granger. Sie fand etwas in einem Eiskübel, den sie im Jahr 2011 im Walmart in Kilgore in Texas kaufte, an dem sie sich ernsthaft verletzen hätte können. Sie entdeckte einen Rasierer im Eiskübel. Als Granger ihren Fund einem Walmart-Vertreter berichtete, war seine Antwort darauf: „Es tut mir leid, ich hoffe, dass Ihre Tage besser werden." Nummer 16. Menschlicher Zahn. Eine britische Frau hat einen menschlichen Zahn in einem Stück Käse von Sainsburys in Großbritannien gefunden. Sie erzählte, dass diese Erfahrung ganz besonders verstörend für sie war, da sie einen Tag zuvor beim Zahnarzt war. Die Supermarktkette versicherte ihr, dass eine ordnungsgemäße Untersuchung durchgeführt wird. Nummer 15. Schlangenkopf. Im Jahr 2009 wartete John Pendleton auf seine Bestellung bei TGI Fridays in Schenectady in New York. Als seine Mahlzeit fertig war, bemerkte er eine extra Zutat in seinem Brokkoli in Form von einem teilweise zersetzten Schlangenkopf. Als Pendleton dem Kellner seinen Teller zeigte, sagte er, dass es diesen begann zu würgen. Nummer 14. Menschliche Haut. Ein Mann in Florida bekam mehr als erwartet für das, was er bezahlt hat, als er eine Mahlzeit im Arby's Restaurant bestellte. Unter einem Brot entdeckte er ein großes Stück blutige menschliche Haut. Später wurde veröffentlicht, dass sich der Restaurantmanager versehentlich ein Stück von seinem Finger abgeschnitten hatte, während er einen Salat zubereitete. Schnell kümmerte er sich um seine Verletzung, aber vergaß dabei, den Salat wegzuwerfen, welcher schließlich mit einem blutigen Stück Haut serviert wurde. Nummer 13. Pizza Hut Pflaster. Kenwick Zerza genoss eine große Pizza Hut Supreme Pizza, als er etwas Seltsames in seinem Mund spürte. Bald fand er heraus, dass eine extra Zutat in Form von einem blutbefleckten Pflaster in der Kruste seiner Pizza mitgebacken wurde. Er versuchte sich beim Restaurantmanagement zu beschweren, aber wurde ignoriert. Der Mann ging dann mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit. Pizza Hut antwortete öffentlich mit dem Zweifel an der Wahrheit hinter diesen Behauptungen. Krisenmanagementfirmen fanden, dass seine Reaktion schlimm war, wenn es darum geht, ein solches Ereignis handzuhaben. Nummer 12. Kakerlake. Kakerlaken sind der schlimmste Albtraum von jedem Restaurant.
Sie sind ein offensichtliches Beispiel von Verstoß gegen die Gesundheits- bzw. Sauberkeitsrichtlinien. Noch schlimmer ist es, wenn eines dieser Viecher im Essen auftaucht. Ein Reddit-Nutzer veröffentlichte ein Foto von einem halb aufgegessenen McDonalds Rösti, worin sich eine Kakerlake befand. Seine Entschädigung für seine angeekelte Erfahrung war ein Frühstücksgutschein. Nummer 11. Blut im BLT. Als Susan Mosher die Bestellung von BLT und Pommes von einem Cracker Barrel in Houston in Texas erhalten hatte, konnte sie sich selbst nicht helfen, als sie bemerkte, dass ihr Essen eher wie ein Tatort als eine Mahlzeit aussah. Ihr Sandwich war in Blut getränkt. Logischerweise entsetzt beschwerte sich die Frau bei dem Cracker Barrel Management, die dann herausfanden, dass dieses Blut von einem Koch stammt, der sich selbst während der Zubereitung der Mahlzeit geschnitten hatte. Nummer 10. Glas in Babynahrung. Laut dem Bericht von der New York Times im Jahr 1986 bemerkte eine Frau aus Brooklyn in New York, dass ihr Baby das Gerber-Baby ausspuckte, welches sie ihm gegeben hat. Nach näherer Inspektion sah sie, dass ihr Baby aus dem Mund blutete. Der Säugling hat auf ein Glasstück gebissen, welches sich innerhalb des Glases befunden hatte. Abgesehen von der Tatsache, dass Leute aus 30 Staaten ähnliche Beschwerden an die FDA sendeten, wurden die Gerber-Produkte nicht zurückgerufen. Nummer 9. Hühnerkopf. Eine Frau aus Virginia klagte McDonalds für $100.000 im Jahr 2008 an, nachdem sie einen Hühnerkopf in einer Chicken Wings Box gefunden hatte. Sie bemerkte den Hühnerkopf zu Beginn nicht und als sie gerade dabei war, hineinzubeißen, schrie ihr 8-jähriger Sohn Stopp. Als Entschädigung wurden ihr für 2 Wochen lang kostenlose Mahlzeiten angeboten, aber sie weigerte sich und ging stattdessen vors Gericht. Nummer 8. Abgetrennter Finger. Clarence Stower aus Carolina stoß auf einen abgetrennten Finger, während sie einen Becher von Coles gefrorenem Senf genossen hat. Laut der USA Today wusste Stower nicht, was sie entdeckte und gab den Finger in den Mund, mit dem Glauben, dass es beabsichtigt war. Sie kontaktierte die Behörden, sobald sie bemerkte, dass es ein menschlicher Finger war. Die Behörden gaben an, dass der Finger einem Arbeiter gehörte, dem nach einem Maschinenunfall der Finger wieder angebracht wurde. Nummer 7. Toter Frosch in Pepsi-Dose. Es dauerte nicht lange für Fred Denegri, um zu bemerken, dass mit seiner Pepsi etwas falsch war. Die Konsistenz war dick und schleimig und der Geschmack war widerlich. Nachdem er den Inhalt der Dose schüttelte, behauptete Denegri, dass etwas herauskam, was wie pinke Linguini aussah. Die FDA und die Giftkontrolle waren alarmiert. Es wurde schließlich angenommen, dass das Unbekannte eine tote Kröte oder ein toter Frosch war. Nummer 6. Sägemesser. Das ist nur halb so eklig, wie es gefährlich ist. Im Jahr 2008 machte der New Yorker John Agnesini, nachdem er einen Biss eines Subway-Sandwich nahm, eine verblüffende Entdeckung. Innerhalb des Brotes war ein 15 cm langes Messer. Er hatte ziemlich viel Glück, dass der Teil des Messers, auf welches er gebissen hatte, der geschmolzene Griff und nicht die Klinge war. Es ist ziemlich schwer, sich vorzustellen, wie jemand das Messer versehentlich im Sandwich mitbacken konnte. Dennoch verklagte Agnesini das Restaurant und erhielt laut Berichten eine Begleichung von $20.000. Nummer 5. Spritzen-Sandwich. US-Armee-Mitglied Sergeant Craig Bartholomew kaufte einen Burger King Triple Stacker in einem Restaurant in Hawaii. Jedoch hatte er keine Ahnung, dass diese Mahlzeit mit einer lebensbedrohlichen Verletzung enden könnte. Ursprünglich behauptete der Mann, dass eine Spritze, welche im Sandwich war, in seiner Zunge steckte. Um alles noch schlimmer zu machen, wurde er später für fast eine Woche, nachdem eine zweite Nadel in seinem Darm gefunden wurde, ins Krankenhaus gebracht. Er verklagte Burger King wegen ernsthafter körperlicher Verletzung an seiner Zunge, seinem Magen und Enddarm. Nummer 4. Kugeln im Hotdog. Im Jahr 2004 war Costco in einem Lebensmittelskandal in Kalifornien involviert, bei dem Olivia Janes einen gefährlichen Artikel in einem Hotdog gefunden hatte, den sie von der Snackbar kaufte.
Sie hatte auf etwas Hartes gebissen, welches sich später als eine echte 9-mm-Kugel herausstellte. Aber dies war nicht das Ende von ihrem Martyrium, als sie später ins Krankenhaus mit Unterleibsschmerzen gebracht wurde. Die Ärzte haben herausgefunden, dass James eine weitere Kugel schluckte. Nummer 3. Eisüberraschung. Im Jahr 2008 bestätigte der damalige australische Ernährungsminister Ian McDonald, dass Fäkalien in dem Schokoladeeis gefunden wurde. In einem Eis, das den Kunden von einem Sydney-Pub angeboten wurde. Steve und Jessica White wurde das Eis angeboten, nachdem sie sich über den Lärm beschwerten. Nicht sehr lange nach dem Verzehr des verdorbenen Desserts wurden sie sehr krank. Nummer 2. Muschelsuppe-Kondom. Im Jahr 2002 entdeckte eine Frau aus Irvine, Kalifornien, einen ekelhaften Artikel, welcher jemand in ihre Schüssel gefüllt mit Muschelsuppe gab. Während sie das Gericht genoss, begann sie auf etwas zu beißen, was eine gummiartige Textur hatte. Sie musste das seltsame Stück ausspucken, das sich später als ein Kondom entpuppte. Nachdem sie das Restaurant verklagte, hatte sie einen unveröffentlichten Ausgleich gewonnen. Nummer 1. Tampon im Steak. Der deutsche Tourist Axel Klaus ging durch ein bauchverrenkendes Ereignis, das ein $40 Filet Mignon im Bull&Bear-Restaurant in New Yorks Waldorf Astoria Hotel involvierte. Es benötigte nur einen Biss vom Steak, da der Mann dann bereits bemerkte, dass sich innerhalb von seinem Mund ein blutiges Tampon befand. Nachdem er seinen Mund mit Brandy ausspülte, eilte Klaus in das nächste Krankenhaus, wo Ärzte seine ekelhafte Entdeckung bestätigten. Sie empfahlen ihm auch, sich auf Blutkrankheiten testen zu lassen.